Herzlich willkommen zu einem neuen Format bei KeinPlanGaming. Wir nennen es Lichtspielbanausen und wir gucken uns hier ganze Filme an. Heute das erste Mal Reefer Madness, der Handwahn auf Deutsch. Ja. Und ja, im Prinzip geht es darum, dass wir uns halt ganze Filme angucken und die kommentieren, gucken das sozusagen zusammen mit euch. Und ja, mehr gibt es jetzt doch gar nicht zu sagen. Holt euch Popcorn und schaut mit uns diesen Film, bei dem es, soweit ich weiß, darum geht, dass sich ein paar Leute irgendwo einschließen und gemeinsam Marihuana konsumieren und dadurch durchdrehen und sich gegenseitig umbringen oder selbst umbringen und ganz schreckliche Dinge passieren. Ist von 1936, stimmt's? Ja, 36. Insofern bin ich super gespannt. Die Musik ist Oh auf ja. jeden Fall schon total... Guck mal, da unten rechts sieht man schon so eine Zigarette. Oh ja, Oder ein Joint. ein Joint. Oh. Oh, jetzt geht's hier los. Oh, die in diesem Spielfilm dargestellten, was weiß ich nicht, Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen mit lebenden oder verstorbenen Personen Personen sind rein zufällig. Vorwort. Der Spielfilm, den Sie jetzt sehen werden, bedient sich drastischer Mittel. Nur so lässt sich das schreckliche Ausmaß der neuen Bedrohung gebührend hervorheben, die zunehmend zerstörerischen Einfluss auf die Jugend von Amerika ausübt. Diese Bedrohung heißt Hanf. Eine Gewalt hervorrufendes Rauschgift. Eine unsägliche Geißel. Der wahre Staatsfeind Nummer 1. Oh, wow. Die erste Wirkung zeigt sich als plötzliches, heftiges, unwillkürliches Lachen. Bald darauf erscheinen gefährliche Trugbilder. Der Raum dehnt sich. Die Zeit verlangsamt sich, steht quasi still. Als nächstes sind fixe Ideen, die in ungeheuerliche habe ich gar nicht gelesen. Und darauf folgende Affektstörungen, der völlige Verlust zusammenhängender Gedanken, das Unvermögen körperlichen Verlangen zu widerstehen, die letztendlich zu grässlichen Gewalttaten führen und unheilbarem Wahnsinn. Die seelische Entartung wird hier unverfälscht dargestellt, wenngleich der Handlung wegen erfunden fußen die Umstände und als Wissenschaftler, ich kann gar nicht so schnell Forschung lesen. über die Folgen. Wir sollten eigentlich das Englische lesen, ich glaube, das ist viel einfacher. Ja, darüber zu denken, sich bewusst zu machen, dass diese grauenvolle Bedrohung ausgerottet werden muss. Hat dieser Spielfilm seinen Zweck erfüllt? Denn der gefürchtete Hanf schreitet unerbittlich fort. Und sein nächstes Opfer könnte ihr Sohn oder ihre Tochter sein. Oder ihre... Okay, das war schon mal ein Fail. Aber, naja, es stimmt einen schon mal richtig toll auf den Film ein. Ne? Ich schieb's auf die Übersetzung. Ehrlich, die haben da nur positive Sachen über Marihuana gerade gesagt, oder? Positive? Ja, positive. Die haben da... Im Grunde haben die da gerade gesagt, das ist voll lustig. Nimm das. Oh mein Gott. Heute Abend um 20:30 Uhr spricht Dr. Alfred so und so im Hörsaal des Truman-Gymnasiums. Must be stopped. You and all other school parent groups about the country, and you must stand united on this, stamp out this frightful assassin of our youth. You can do it by bringing about compulsory education on the subject of narcotics in general, the dread marijuana in particular. That is the purpose of this meeting, ladies and gentlemen, to lay the foundation for a nationwide campaign by you to demand by law such compulsory education. Because it is only through enlightenment that this scourge can be wiped out. Out of the traffic in these drugs, a lawlessness that we can scarcely estimate has grown and is now flourishing. It exists in almost every city and hamlet in the country. It might be interesting and important for you to know some of the methods used in bringing these drugs into the country, and the work of the forces of law and order, which are daily combating the traffic, always at the risk of life by their agents. This ceaseless fight against the drug traffic is directed by the Department of Narcotics, Washington. Ja, erzählen die jetzt auch noch? I've received a letter of vital importance from a member of the Narcotics Bureau. I'm going to read this letter to you. My dear Dr. Carroll, the suppression of the use of marijuana
and of the forces lurking behind it are the most important jobs this department is now engaged in. At the outset of this letter, there is one vital fact I would like to submit. There is a powerful agency. I speak of the school parent associations of this country, which can be invaluable in stamping out this scourge. Their help, their eternal vigilance, could be the deciding factor in our fight against it. The weed marijuana is grown in every state in the Union. Recently, in the city of Brooklyn, New York, a field of marijuana was found behind a tenement. Wow. Ich finde das lustig, dass es in vielen Bundesstaaten jetzt ja wirklich normal geworden ist, es da zu züchten. Wenn man das jetzt betrachtet, wie viel, 80 Jahre oder so sind vergangen, was sich da wandeln kann. Man sollte es natürlich nicht verharmlosen, ne? Finde ich schon. Aber das ist natürlich schon krass, wie das hier so dargestellt wird. Ey, was ist das für ein geiles Gerät gewesen? Hammer! Der ist auch gut ausgestattet an seiner Apotheke. In the heels of shoes, women's shoes especially, because the drugs can be secreted in false heels. Hollowed shaving brushes are another medium. Books with false scents are often used. Watch cases are convenient hiding places. The value of Bei drugs diesen thus Schuhen, seized ne? is enormous. Da habe ich mich schon immer gefragt, wie das funktioniert, dass der Absatz da nicht abfällt. Oder so. Ja, ich kann Wie das das geht? Ich kann das ja wenigstens beantworten. The deadly drug was burned in the incinerator of the Bureau of Engraving and Printing. Wo der Schornstein hinführt. More deadly even than these soul-destroying drugs is the menace of marijuana. No doubt many of you do not believe that these things do happen, but they cannot happen to you. You may also believe that the facts have been exaggerated. Let me tell you of something that happened right here in our own city. Oh. You probably read about it in the papers. However, I'll give you the real facts behind the case. Der redet echt viel, ne? Oh, heftig. Gleich am Anfang des Films, ne? Da fehlt eigentlich, dass er irgendwie zwischendrin fragt, hat jemand Fragen? Ja, dass er zumindest zwischendurch mal atmet. Wow. Also wenn er mir die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt, dann bin ich schon von vornherein skeptisch. Der hat einen Hut auf, das finde ich schon jetzt merkwürdig. Oh, die liegt da einfach nur rum. Was ist denn das für eine Hausfrau? Hey, come on, May, get up. What time is it? Time to get up and give this place a going over. Looks like the Marines had landed. Oh, that bunch last night was high enough to take over the Marines and the Navy. You better get on the job. Some of the kids may be up this afternoon. Oh, Jack, we can get along without dragging those young kids up here. Oh, why don't you button up your lip? You're always squawking about something. You got more static Der than a kommt radio. richtig fröhlich nach Hause, ne? Das ist so. Ja, aber wenn sie da rumliegt den ganzen Tag. Was fällt dir eigentlich ein zu schlafen? Du hast zu arbeiten. Ich muss die Wohnung in Ordnung bringen, ein bisschen was kochen. Ich mal Strümpfe an. Und der tut immer noch auf. Ah, okay. Was ist das? Das war die Klingel. Achso, was er in der Hand hatte. Oder Mike. Telefon. Das sah aus wie ein Geschenk. Die hat echt Probleme, die anzuziehen, ne? Da war sogar ein Jumpcut gerade drin, oder? Nee, das war, glaube ich, so ein Branddingsbums. Ja. Ah, greetings. Die Filme sieht auch so ein bisschen aus, als wenn sie irgendwie direkt von 8 mm genommen hätten und dann auf VHS und dann auf DVD und dann auf Blu-ray. Hey, what kind of a joint is this, Eddie? Oh, it's all right, Gwen. See, they probably had a party last night. Oh. A couple of your customers, May. Yeah? Well, they're old enough to know what they're doing. Not like those young kids you bring up here. All right, all Gott, was machen die denn? Listen, I'm Ich glaube, gonna das ist blow. ein Dealer, oder? Where are you going? I gotta make Heftig. some deliveries, and I'll probably drop by Joe's place and bring back a couple of the kids. Oh, I wish you'd lay off those kids. Oh, why don't you over that mother complex? Because.
Das ist so ein kleiner Scarface, ne? Echt? Das ist voll der lustige Film. Warum habe ich da noch nie von gehört? Sprich zu der Hand. So sah das eben aus. Mhm. Oh, by the way, Ralph. Sag jetzt nicht, das I'm sind sort of die giving a little Kids. party Saturday afternoon over at my grandmother's. You know, the place with the swimming pool? Like to come? Thanks, Eddie. Maybe I will. I'd sure like to have you. Okay, I'll probably drop over. So long, Ralph. See you later. Die sind wahrscheinlich dann, sollen die irgendwie 16 sein oder 15. Oh Gott. Hi, kid. Fine, Jack, and you? Oh, great. Where you heading? Oh, Ich muss in den Hort. hey, how do you like that? That's the one I was telling you about. Very nice. Very nice. Steile Zahn. that Ralph Wiley. Oh, he's a swell swimmer. Said no one ever. Freshman team that year he went to college. Yeah, and that lets him out. My dad knows his family. None of them are any good. His father and mother just got a divorce from Paris. Yeah? You know, Ralph runs around pretty much on his own. He's been in a couple of jams. Well, I only kind of say hello to him. I don't go around with him. Well, you better not. He's a little too old for us. That's what my dad said. Hello, Mary. How are you, Bill? How are you, Ralph? Oh, hello, Ralph. You know my brother Jimmy, don't you? How are you? Swell. I'd like you to meet a friend of mine, Jack Perry. Mary, Bill. No, How do you do? Glad to know you. We're going over to Joe's place. Why don't you come along? we have a date to play a set of doubles. Oh, you can play anytime. Come on, we'll have some laughs. Oh, we can't today, Ralph. Some other time. Can I go along with you? Sure. Say, I'll see you at dinner, sis. Don't be late, Jimmy. Jetzt ehrlich, Okay, wenn das sie- war weird. Wenn jemand zu mir käme mit so einem Typen, der einen Hut auf hat und fragt, ey, das ist mein Freund so und so, willst du nicht heute mitkommen nach da und da? Will ich sagen, nein, der hat einen Hut. Ja, vor allen Dingen, er geht hin, will die schick abschleppen und ihr Bruder sagt, ja, aber kann ich mit? Das wirkt ein bisschen aus dem Takt, oder? Wie die tanzen? Ja. Wie er Nein, spielt. sagt man da was getanzt. Ja, das sah so aus wie der Glöckner von Notre Dame. An der Orgel. Hey, he ain't no paper man. Why don't you know him? That's Hot Fingers Pearly. Boy, he really swings out hot with a mess of jive. You want to dance? Do I? Okay, das Also ist wenn echt ich lustig. nicht wusste, wann der Film hier ist, hätte ich gedacht, die haben jetzt schon was genommen. Nein, Markus, du verstehst es nicht. Das da ist normaler Spaß. Gleich wirst du den Spaß mit Marihuana sehen. Der ist nicht lustig. Any new prospects? Da essen sie sich wahrscheinlich beim Tanzen. Gegenseitig. Oh Gott, der Typ ist so gruselig. Ganz ehrlich, du kannst so gruselige Musik drunter legen und es wirkt wie, weiß ich nicht, so eine Szene aus Texas Chainsaw Massacre, bevor sie jemanden zersägen. Oder Addams Family könntest du auch draus machen. Oh Gott, die Frau ist aber auch weird. Er hat auch so ein bisschen was von Razorhead hier, finde ich. Schnell die Kippe austauschen. Nein. Nimmt der Marihuana was? Ja, ich glaube ja. Damit kann er besser spielen. Oh, guck mal, er lacht schon. Er lacht schon. Er findet schon lustig. Oh, Jimmy, you're wonderful. You just finding that out? Why can't we go now? Sure. Say, kids, we're having a little party up at my girlfriend's apartment. Wouldn't you like to come? Oh, I'd love to. You want to come, don't you, Jimmy? Oh, sure. Any place with you. Well, come along. We can all go in my car. See you later, Joe. Die waren da echt nicht lange. Die ne? Bar sah aus wie mein Wohnzimmer.
Die machen auch normalen Spaß. Die spielen It's sweet Tennis. of you to help me, Bill. Well, I'll try anything except domestic science. Why, Bill, don't you want to learn something about running your own home? The answer is no. You know, after that session we had yesterday, I went home and told Mother that the trouble with her pot roast gravy was she hadn't added 3 heaping teaspoonfuls of olive oil. What did she say? She didn't say anything. She just threw me out of the kitchen. Well, I don't wonder. Hello, children. Hello, Mother. Hello, Mrs. Lane. That was sweet of you, Mother. Gosh, hot chocolate. Thanks, Mrs. Lane. I know you can't study on empty stomachs. Now then, enjoy yourselves. He will. She will too, Mrs. Lane. May I? Oh, thank you, kind sir. You're so very, very kind. Bei mir ist Kakao trinken nie so ein Event. Mary, before we do that, Ja, math, warum how about eigentlich? reading some of this? It's swell. Romeo and Juliet. Don't you like it? Uh-huh. You know, when I study this, I kind of think of you. I just sort of feel as though you're there beside me. Well, listen. Oh nein. Oh Gott. Wow. It is my soul that calls upon thy name. How silver sweet sound lovers' tongues by music to attending ear. Romeo. Da fehlte was, oder? My dear, Das What weiß ich o'clock nicht. tomorrow shall I send to thee? by the hour of 9. I will not fail. 'Tis 20 years till then. Oh, wie süß. Die Mutter guckt, als wenn sie es in den Kakao gemischt hätte. Well, I'll see you tonight, Mary. Goodbye, Mrs. Lang. Goodbye. So long. Gosh, oh! Oh, I guess I'm all right. Well, Bist du auch mal so irritiert davon, wenn die sich in Filmen zum Lernen treffen, wie kurz das immer ist? Ja. Die trinken eine Tasse Tee, dann sprechen die über ein Thema, streiten sich und dann gehen sie auch schon wieder. Aber den ist nicht gestellt. Stimmt. Every night. Have you? There you are. What made you so late, Bill? I was getting worried. Oh, I had to study, Ma. He was not. I saw him out walking with his girl. Bill's got a girl. Got a girlfriend. Ma, make him cut it out. Junior, Well, Bill has got a girl. quiet. And put that candy away till after dinner. You shouldn't have given it to him. Well, he has got a girlfriend and her name is Mary. Yeah, I'll shut you up. Ich frage mich, warum Männer immer auf sowas reagieren. Ne? Wenn jemand sagen würde, ey, Markus hat eine Freundin, Max hat eine Freundin, würde ich sagen, damn right. Habe ich. Und was für eine. Oh! Oh, well, what I'm burned up about is that you didn't say Bill had a swell girl. Gee, it must be love. She'd have to be swell for you to like her. Uh-huh. Sounds like you want something. Come on, what is it? Well, it's my model airplane. It won't work. Gosh, Bill, you could fix it. You can fix anything. Okay, I'll fix it. Ach, dieser Bill. Ich glaube, der stirbt. Oh Gott, Markus, das sind so viele Charaktere. Ich komme noch nicht mal mit. Also ich kenne bis jetzt nur Bill und den Dealer. Must be getting grown up. I see Mary let you have the car. Yeah. Can I take you any place? Well, I wasn't going any place in particular. Well, then, how about driving me over to the Joe's place with me? I'll buy you a soda. I never drink that stuff. Well, gee, I'll buy you something else. Okay, you're on the hook for beer. Well, Okay, der rechte ist doch der Bruder von Mary, oder? Bin ich sicher. Wer ist Mary? Na, das Girl. Achso, die, stimmt. Das war Mary. Ich wusste nicht, ob das... Hello, Jimmy. Hello, Bill. Come on, slide in. Hello, Blanche. hello, Ralph. How are you? Well, Ralph, how have you been, Ralph? Hello, Joe. 2 sodas. Kennen wir die beiden auch schon? Soda and 1 root beer. Der linke, ja, ganz vom Anfang. Ach, das waren die beiden, die da reingekommen sind, um zu kaufen. Nein, nicht wirklich. Danach. Come on, Bill. Als wir gesagt haben, sind das die Kinder? Achso, da waren... Siehst du, ich komme schon wieder nicht hinterher, wer ist. Ja. Well, okay. Den kennen Den wir. kenne ich, aber den will ich nicht vergessen. Ist das gruselig, Mann. Was passiert da, Anna? Das ist Swing. Da fehlen immer ein paar Frames, habe ich den Eindruck. Ja, ne? Das ist total abgefahren.
Ist das Mary? Nee, oder? Ich glaube, Mary ist gar nicht da. Aber das ist die Frau, von die wir am Anfang gesehen haben, mit den Strümpfen. Well, if you say so, it's all right with me. I'll be back in a minute. Hiya, kids. How you doing? Da ganze Qualm, siehst du das? Hier ist er. There's a new one in today. Yeah, Bill Harper. He's all right. Blanche has got herself about $1 for her. Not bad. I didn't think she had that much taste. She knows what she's Das würde ich auch machen. Nebenan ist eine Party und ich setze mich in die Küche und esse irgendwie Steak. Say, we haven't many more smokes. You better run over and get some. Why couldn't you find that out when I was here this morning? Now I've got my car in the shop. Well, what of it? Get out there, Jimmy. He's got a car. He'll take you. Come on, get going. Hurry up. Der ist gerade verschwunden, der hat sich teleportiert. Ja. Ich frage mich, ob ich was genommen habe. Oder ob der Film so tut, als hätte ich. You've got a car, haven't you? Well, yeah, my sister's. Mind giving me a lift? Why, sure, come on. Okay. Bill, geh weg da, du liebst doch Mary. No, thank you. Well, here we are. Oh, thanks. Oh, May, don't forget me. I never forget you. Oh, here. If you want a good smoke, try one of these. Wie die alle anfangen zu lachen. Ach, die freuen sich so. Warte, sogar er? I thought you were a sport. Of course, if you're afraid. Oh nein, Gruppenzwang. That's better. That's more like it. I know you like that. Really, you will. Oh Just je. take a puff of it. Gerade wo spannend wurde. Mhm. Just be a minute, kid. Hey, Jack, give me a cigarette before you go, will you? Ist das wirklich eine Zigarette oder ist das eine Zigarette? Ich glaube, eine Zigarette. Oh, hoffentlich wird er nicht verhaftet. Ganz ehrlich, jeder Feng Shui-Experte, dem wird der Kopf explodieren, wenn er in so ein Büro käme, glaube ich. How's business? Getting better every day. Those kids sure go for it. Swell. Had to run over for a couple more cartons. Ran short today. All right. Yanni, pack 10 gross for Jack Perry. Who? Pete Daly. All right, send him in. It's all right, stay where you are. I want to talk to you. All right, go ahead. Jack's over. What's the beef? Listen, you never heard no beef when I had to sell that rotten gin. You're after the dough, aren't you? Yeah, but I don't need dough that bad. Taking two-bit pieces from kids. There are millions of two-bit pieces just begging to be taken. Don't be a dope. I'm just dope enough to draw the line selling hop to kids. All right, Pete. You know what my policy has always been. If the boys are not satisfied, I'm always glad to have them retire. Retire permanently. So long. I only wish you had a couple of kids so I could... Get out! Oh. Ich wette, es wird nie wieder aufgegriffen. Mhm. Okay, boss. Let's go, Jack. I'm red hot. Better be careful how you drive it. The first thing you know, you'll be ice cold. Oh mein Gott. Oh, guck dir das an, er ist reckless. Oh ja.
Es wirkt irgendwie so, als wenn so ein paar Frames rausgeschnitten worden wären, damit er sich extra hektisch bewegt, wie so eine Stop-Motion-Figur. Das ist, glaube ich, auch so gemacht. Nein! Oh, der ist tot! Heftig! Nee, doch nicht. Einfach weiter. Oder? Ist der tot oder nicht? Nee, er wurde umgemietet. Umgemietet? Ja. Mary, you're not eating your breakfast again. Bill Hartford hasn't been around lately. Anything wrong between you two? Why should there be anything wrong? There shouldn't be, I'm sure. And whatever it is isn't serious, I know. I'm sorry, Mother, for snapping at you like that. Don't worry about it, dear. Why don't you speak frankly to Bill? He'll be honest whatever the trouble is. I'm sure Bill Harper never lied about anything. Yes, that's right. Bill's mother says he never lies. There, you see? You think it'd be all right if I speak to him about it? Why, of course. Oh, Jimmy. Mama. Sit down, darling, and I'll have your breakfast for you in a moment. Er ist doch Auto gefahren eben, ne? Eben, ich frage mich, ist es ein Zeitsprung? There's something worrying you. Ja, das ist ein Zeitsprung. To tell me. Oh, for Pete's sake, don't start to cross-examine me, will you? I'm all right. Jimmy! Don't let Mother see you like that. Aha. There is no doubt that there is an organized gang distributing the narcotic to students, not only in my school, but all over the city. You government men have got to find some way to put an end to it. Of course, I agree with you, Dr. Carroll. But do you realize that marijuana is not like other forms of dope? You see, it grows wild in almost every state in the Union. Therefore, there is practically no interstate commerce in the drug. As a result, the government's hands are tied. And frankly, the only sure cure is a widespread campaign in education. Oh, it's all right to talk about education, Mr. Wyatt, but we educators can't do anything until the public is sufficiently aroused. Let me show you something. In 1930, the records on marijuana in the Washington office of the Narcotics Division scarcely filled a small folder like this. Today, they fill cabinets. All these devoted to marijuana records. Ich frage mich, wie das heute sind. Ja. Here is an example. A 16-year-old lad apprehended in the act of staging a holdup. 16 years old and a marijuana addict. Here is a most tragic case. Yes, I remember. Just a young boy. Under the influence of the drug, he killed his entire family. Then there is the most vicious type of case. Here, in Michigan, a young girl, 17 years old, a reefer smoker, taken in a raid in the company with 5 young men. Here is a particularly flagrant case. Yes, I remember. The newspapers made quite a play of it. In West Virginia, wasn't it? Yes, and there are hundreds of them coming up, new ones every day. I'd like to take these records, if I may. I feel they would be of invaluable assistance to me in combating the evil in my school. You're very welcome, Dr. Carroll. Thank you. Wie viele Leute haben diesen Film damals gesehen? Das alles für bare Münze genommen, was da drin erzählt wird. Sit down, Gute Bill. Frage. Und das weitergeben an ihre Kinder. Mhm. Und hast du nicht There seems to gesehen. be something wrong. What is it? You were always a fine student. You always had excellent grades. Oh, I guess the work is getting a little harder, Dr. Carroll. No, it isn't that. Bill, I'd like to help you. But of course I can't unless you let me. You're under my... No, really there isn't. I'll study harder, honest. Honest? If you were being honest with me and honest with yourself, I'm afraid you'd tell me an entirely different story. Bill, I'm going to ask you a straightforward question, and I'd like to have a straightforward answer. Yes, sir. Isn't it true that you have, perhaps unwillingly, acquired a certain harmful habit through association with certain undesirable people? Well? Oh, no, sir, I haven't, Dr. Carroll. Well, that is, you see, I'm worried about something at home. All right, my boy.
we'll just have to let it go at that. But remember, if you ever want to confide in me, no one will ever be the wiser. Well, thank you, Dr. Carroll. Ich habe eine lustige Geschichte zu. Ja. Wir hatten mal etwas Ähnliches konsumiert auf einer Klassenfahrt. Da kam auch ein Lehrer vorbei. Okay. Mit einer Wasserpfeife war das. Und da kam auch ein Lehrer vorbei. Ähnlich wie dieser, hat uns angeguckt und hat dann nicht gesagt, vertrau dich mir an, sondern hat gefragt, darf ich mal mitblubbern? Was? Ja, das ist wirklich passiert. Jetzt echt? Ja, ist wirklich passiert. Der wäre von der Schule geflogen. Wenn ihr das irgendwie erzählt habt, oder nicht? Wahrscheinlich. Was für ein krasser Typ, ey. Aber bei uns auf Klassenfahrt war der Lehrer auch der besoffenste, muss ich sagen. Es ist krass manchmal, Und er oder? hat uns allen Schülern Bier ausgegeben. Didn't take that new kid long to catch on. Don't take any of them long. Aber in unserem Fall war es tatsächlich dieser Apfeltabak, also jetzt kein... Jedenfalls als ich dabei war. Insofern, aber ich weiß nicht, was da sonst noch lief. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen komisch. Das war so eine Wasserpfeife, ja. Ja, aber ich weiß ja nicht, was da sonst immer drin war. Außer an dem einen Abend. Oh mein Gott, sie ist schon halb nackt. Das hat man schon mal gesehen, die Einstellung. Das wirkt auch so, als... Die sind zügellos. Das wirkt teilweise auch so, als wenn die den ganzen Tag da wären bei denen zu Hause, ne? Ja. Nicht nur abends. Oh nein, die sind doch gar nicht verheiratet. Aber sie hat danach auch mit einer Axt bearbeitet? Ich glaube ja. Oh, die geht so richtig steil. Gleich lacht er wieder. Gleich lacht er wieder so gut, oder? Der ist so ein bisschen paranoid. Der lacht so super, ich mag den. Good morning, miss. We're from the police department. Good morning. We're tracing a hit-and-run driver. Someone caught the license number at the place of the accident but didn't get it quite right. So we're checking all numbers like it, and yours was one of them. Well, I'll try to help you. You remember what you did on the 29th of last month? Oh, that was the day before Mother's birthday. Oh, yes, I remember that because I left school and went directly to the dressmaker's with Mother. I was there all afternoon. Did you happen to loan your car to a couple of men? No, I had the car all afternoon myself. Thanks, miss. Sorry to Wenn mich trouble jemand you. sowas fragen Tell würde, me, ich keine Ahnung. Was the person killed? Warte. Fortunately, he wasn't, but that's still no excuse for hit-and-run driving. Was meinst du? Wenn mich jemand fragen würde, letzten Monat, dann und dann, was haben sie an dem Tag gemacht? Dann so, gearbeitet. Naja, wenn das ein Tag vor dem Geburtstag ihrer Mutter war, dann hat sie sich das gemerkt. Ich weiß nicht, was ich am Tag vor meiner Hochzeit gemacht habe. Markus. He was in. He Vor. went over to May's place. Da ist so ein Videospiel gespielt. Well, he was gonna wait for me here. Super Mario All-Stars. Give me Stimmt. May's address. Siehste? Are you sure Jimmy didn't leave any message for me? Mary? No, he didn't. But I guess you're okay. I'll write it down for you. Oha. Das ist das schlimmste Klingelgeräusch ever. Mary, come right in. Is Jimmy here? Oh, why, he's around somewhere. I think he went out to take Agnes home, but he'll be right back. Come in and sit down, Mary. And let me take you. Who's the new kid just came in? Oh, it's that gal that Ralph's gone overboard for. It's funny, we've never been able to get her up here before. Hey, scram, will you?
Gott. Nein, er ist nicht der Richtige. Nein, sie raucht jetzt passiv. Ach nee, ich glaube, das war damals noch nicht wissenschaftlich rausgefunden, dass das geht. Smoke, Mary? Thanks. Are you sure Jimmy will be back soon? Sure, any Oh minute. nein, das ist keine Zigarette! Mary! Markus, ich hab nicht geschrieben. Nein, ist doch nicht. Oh nein, wo ist er? Ich hab einen Verdacht. Aber mein Verdacht bewahrheitet sich nicht. Die Fliege war zu eng. Das ist dann wieder so lustig. Sie hat ihren gerade einfach weggeworfen. Wie die auch wirklich alle am Kiffen sind. Das ist ja der Hammer. How do you feel, Mary? Oh, Mary, give me a kiss, Mary. Oh. Oh, Mary. Lassen Sie mich. Wie romantisch. Hm. Und der ist nur ein Zimmer weiter, ne? Rette sie doch. Hat sich jetzt doch umentschieden? Nein, er sieht das nur anders. Ach so. Die Augen sind auch super. Oh, jetzt geht's los. Der Film beschleunigt wirklich teilweise, oder? Ja. Hat der den Revolver? Dass doch die Sounds total fehlen. Ja. Nee, es sind wahrscheinlich einfach realistische Sounds und wir sind das gewohnt, dass man immer dieses... Zack, boom. Nein! Ach du Schande. Look. Jack, is she all right? She's dead. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass Mary stirbt. Now listen, Wie you two. heftig. I want you to get out of here. Get out of here and forget you're ever in here today. I'll handle this. Now get going. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus der Typ aus Evil Within, den wir spielen. Ja. Oder, nee, noch anders. Wie der eine Typ aus Scream, der Freund von Sydney. Der hat auch die Haare vorne so gegelt runterhängen. Meinst du Billy? Ja. Here. Nee, der Freund von Sydney aus Scream, der sieht aus wie Johnny Depp. Stimmt, der hat auch ein bisschen, der hat dieses Babyface auch so, ne? Ja. Harry. Oh Gott. Das ist so gemein. Mary. Mary. What happened? You killed her. Look. After I scram, you call the cops. And this is your story. Remember it.
These two kids came up here for a couple of beers. You were out in the kitchen, you heard the shots. When you got in here, that's what you found. Just stick to that story. Mary! Mary, speak to me. Mary! Aber irgendwie war das jetzt immer noch nicht der Beweis, dass man stirbt, wenn man Marihuana nimmt. Ich glaube, dass man stirbt, kommt auch gar nicht. Nur, dass man verrückt wird. Achso. Weil eigentlich hat der die Waffe genommen hat, der hat doch gar kein Marihuana genommen, oder? Die hatten noch zusammen in der Küche geraucht. Hatten die da auch geraucht? Also ich weiß nicht, ich denke mal, dass die zusammen geraucht hatten. Für mich ist das ein Beweis, dass man keine Waffen zu Hause haben sollte, wenn man nicht ein Polizist ist. Das finde ich, ist tatsächlich, ich finde, das ist auch eine gute Interpretation von dem Film. Ja. Aber das hinterfragt der Film gar nicht, das finde ich noch so geil daran, ne? Dass sie die Waffe hatte, oder nicht? Ja. Nobody will ever know you were driving that car. Well, thanks, Jack. Just as long as you keep your mouth shut that you were ever up in May's apartment. Why, sure, Jack, sure. Okay. Your Honor, I'd like to recall Dr. Alfred Carroll to the stand. Call Dr. Alfred Carroll to the stand. Dr. Carroll, as principal of the Lakeside High School, did you, during the last 3 months, notice any changes in the demeanor and attitude of your student, William Harper? Yes, in a number of things. At times, disassociation of ideas. In another instance, I happened to attend the recent interscholastic tennis matches. And while Bill Harper had been considered an exceedingly good player, I saw him miss the ball by as much as 3 or 4 feet. This, I understand, could be attributed to the use of marijuana. It causes errors in time and space. Objection, Your Honor. The witness isn't qualified to express opinions upon the effects of narcotics. Sustained. Dr. Carroll has been called merely as a character witness. Das ist mir sagt, mir ist aufgefallen, dass Markus sich in Let's Plays zunehmend verspricht. Das deutet auf massiven Marihuana, LSD und Kokainkonsum. That he was under some severe mental strain, which might possibly have been induced by some drug. Weißt du, was ich noch nie verstanden habe? Nee. Warum Leute, die William heißen, Bill als Spitznamen haben. Ja. Habe ich nie kapiert. When he suddenly burst into an uncontrollable fit of hysterical laughter. Oh, by the way, Dr. Carroll, 6 months ago, what would have been your opinion regarding the character of my client? He was a fine, upstanding American boy, a good scholar, a good athlete, and representative of the caliber of young men we are proud to graduate from our school. Oha, und die rauchen immer noch weiter. Oh, snap out of it, will you? Die sind süchtig, Anna, die können nicht aufhören. Oh. Why'd I ever bring him up there anyway? He's just a kid. I can't hang him. Shut up, shut up! Why don't you let yourself go? Talk. Go off your nut and have me that way, too. It was his own fault, wasn't it? Shut up! They've got us hidden out, haven't they? The cops can't find us. Jack, I want to get out of this place. You're gonna stay here as long as we have to keep those two out there undercover. Until the trial's over. Or the boss gets a better idea. But they're getting on my nerves. It can't last much longer. Not worried about her. We gotta keep him gagged. Oh, he's about ready to crack. Kennen wir den Boss eigentlich schon? All you gotta do is keep him from having too many reefers. Ja, den haben wir doch da schon gesehen. Da, wo der andere Dealer war und sagte, ich wünsche, du hättest Kinder. Ah ja, stimmt. I don't think he'll get it. I'll see you later. Where are you going? I'm gonna see the boss.
Hello, Jack. Hello, boss. What are we going to do about that Wiley guy? Still jittery, huh? I don't know what the punk's going to do. Keep feeding him those hot sticks. That's what May's been doing, but that's no good. I got a hunch that he's due to crack when that Harper verdict comes in. If he's on the tee, he's liable to take a powder on us and blow his topper to the DA. You mean you think we'd all be better off if he never heard the verdict? Well, what are you waiting for? Oha. Der Try geht echt schnell. You, ladies and gentlemen of the jury, have a duty to perform. A duty to yourselves and to our community. Mary Lane is dead. The evidence you've heard at this trial could not have failed to convince you of the guilt of the defendant. By his own admission, he pressed the trigger of the weapon that sent lovely and innocent Mary Lane to a tragic and untimely death. We are not so much concerned about the motives behind the deed as to the deed itself. While the defendant has told you that he saw someone attacking Mary Lane and that his mind went blank from that moment on, the defense has been unable to produce one witness to substantiate that statement. Now, ladies and gentlemen of the jury, you've heard able men testify at this trial, men who have tried to bring out the fact that the defendant might have become momentarily insane when he fired the shot that killed Mary Lane. But the defense has been unable to prove that he was insane. William Harper was sane when he visited the apartment where the tragedy occurred. He was in the habit of visiting the place. He was sane when he went into a bedroom with another young woman. You've all heard what went on in that room. You heard it from the defendant's own lips. Involved as he was in a tawdry love affair, Mary Lane was in the way. She had found him out. In a moment of anger, he deliberately and willfully killed her. If such deeds are permitted to go unpunished, this community would cease to be a decent and safe place for us or our children to live. I do not believe I have to plead or even demand that you bring in a verdict to punish the defendant for the crime that he has committed against society. You are upright citizens. That is why you were chosen to judge another. And as honest, upright citizens, there is only one verdict which you can find, and that is a verdict of guilty. And this court will be adjourned until the jury's verdict is reached. Es gibt eigentlich keine Gerichtsfilme mehr heutzutage, oder? Nee, schon lange nicht mehr. Das ist wie eine Frage der I suppose you all Ehre. feel the same about this case. Sind jetzt die Geschworenen. Ne? But he might have been insane when he did it. No, he wasn't. He knew what he was doing. But supposing he was insane. You can never make me believe it nor anybody else. We'll take a first vote. Was meinst du, kommt raus? 11 for conviction, for acquittal. But there's a reasonable doubt about the boy's sanity. We can't. No doubt about the fact that he murdered her. He admitted it himself. That wasn't the first time he was there. We gotta make an example before boys like that contaminate all of our children. We can't have every murderer hiding behind the gag that he's insane. Sure, they see red before they kill somebody. But whose fault is it? Weiß man schon, zu was er dann verurteilt werden würde? Nee. Glaub nicht. Zum Tode wahrscheinlich, oder? Ist echt? Der Galgen war relativ eindeutig eben. Das war doch nur so eine Halluzination. Ja, basierend darauf, oder?
Das ist ein komisches Fenster, wo man direkt in den Saal reingucken kann. Mhm. Have you verdict? We have. The defendant will rise. What is your verdict? We find the defendant guilty as charged. Wie geht der Richter jetzt einfach nach Hause? Müsste er nicht eigentlich jetzt sagen und dann Klopf, Klopf machen und so? Ist ein entspannter Job eigentlich als Richter dann, oder? Ja. In den USA? Du hörst das alles an, sagst, Jury, was sagt ihr? Ja, das oder das, ja, alles klar. Ich gehe nach Hause. Ich weiß nicht, ob er vielleicht noch was dagegen sagen kann. Ich weiß es nicht. Stop that racket! Stop it! Das ist das erste Mal, dass jemand vernünftig Klavier spielt in dem Film. What do you want? Bring me some reapers. Meinst du, ihm auch so eine Maschine liegt zu Hause? Wie das anfangs im Intro gezeigt wurde, die automatisch die Dinger dreht? Ja. Blanche, they're going to hang him. Oh, come on, get a hold of yourself. Gab es damals wirklich noch die Strafe durch Hängen? Durch Hängen? Ja, scheinbar schon, ne? Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. I want to get out of here. They'll pick you up and hang you if you don't pipe down. I want to see Jack. Jack. I want to see Jack. Jack. You'd better quiet him. I can't do anything with him. Oh Gott, wenn der so durchdreht und ihr alle Angst vor dem habt, dann gibt ihr doch nichts mehr zum Rauchen. We can't let that kid hang. He'll be here. Don't worry, he'll be here in a little while. I've got to see him. I've got to see him. Naja, immerhin will er nicht zulassen, dass er stirbt, ne? Unschuldig. Die machen die auch noch kalt, pass auf. Come on, darling. Everything will be over soon. Meinst du wirklich, er hat grünes Licht dafür bekommen, ihn umzubringen vorhin? Oder als er beim Chef war, als beim Boss? Ach so. Ja, ich glaube schon. Habe ich so verstanden. Honey, give me a smoke, will you? Faster. Faster. Play faster. Play faster. Faster. Wie das aussieht, oh mein Gott. Ja. Ich finde, er hat ein bisschen... Er könnte auch den Joker spielen aus Batman. Ha, ja. Oder? Mhm. Es ist nicht mehr lustig. I know what you want. You want to kill me. You're crazy.
Take it easy, kid. I want to talk to you. Alter Schwede. Das ist voll krass. Ja. Hurry, hurry! There's a terrible fight going on. Yes, yes. Apartment 32. Wo ist denn die Leiche? Weiß ich auch nicht. Die suchen jetzt erst hinterher die Leiche, oder wie? Oder ob überhaupt was passiert ist, oder... Who's behind you? No, no, no. You'll hang if you don't talk. No. Who hired you and Jack Perry? Are you ready to tell what you know? Yes. Ich dachte, das ist eine Waschmaschine. Wo sind die da jetzt? Machen die jetzt eine Razzia nach der anderen, oder was soll das sein? Achso, das soll es wahrscheinlich darstellen, ne? Jetzt bin ich gespannt, was der arbeitet. If we can gain some measure of leniency for my client, she is prepared to enter a plea and, in addition, turn case evidence in the case of William Harper. I regret that this court is not prepared to bargain with justice. I'll tell anyway. I was there. I saw it. I know who killed Mary. And I'll tell you who killed Mary Lane. It wasn't Bill. Jack Perry. He shot Mary and then he pulled his hand. We were all up at the park afternoon, and Mary came in looking for her brother. In another room. And Bill came in, not Ralph, with Mary, and they started to fight. But it was Jack who had the gun. He was going to hit Bill over the head with it to make him stop. And then the gun went off. I saw it. I can see it now. It was horrible. And before he knew it, Mary was dead. But you see, Judge, Bill didn't know he hadn't killed Mary. He was so doped up, they made him think he had. Ralph wanted to tell you, too. Oh, if they'd only let him. But this is the truth, Judge. I'm telling you the truth. After Jack saw the poor thing was dead, he put the gun in Bill's hand. It was Jack's fault. And it was my fault, too. I got all of them to come up to the apartment. I'm just as much to blame. I am. Mann, oh Mann. Do I understand you wish to plead guilty to a charge of fostering moral delinquency in the case of William Harper? Yes, I'm guilty. I am. Prepare a statement for signature, and also an order setting aside the jury's verdict in the case of the people versus William Harper. In the interests of justice, I shall direct a verdict of not guilty. In the interest of justice ist ein geiler Spruch. Ja. Sign here, please. Ich würde es trotzdem noch mal lesen. Eigentlich schon. Hiermit sind sie schuldig und haben 10 Waschmaschinen bestellt. On Thursday, the 17th, when sentence will be pronounced. Meanwhile, you will be held as a material witness
in the case of the people versus Ralph Wiley. Diese schöne Erinnerung. Tja. Oh, Scheiße. Das alles wäre nicht passiert. Ohne Marihuana. Oha. Fien. Nee, doch nicht. We have come in the hearings before this court today to what I hope will be the final actions revolving about an unhappy and unfortunate case, one whose horrible tragedy will forever remain with me. I am happy to have been enabled, before it was too late, to order the verdict of the jury in the case of the people versus William Harper to be set aside. But, young man, although this court is convinced that to declare you guilty would have been a gross miscarriage of justice, we cannot condone your acts. And we can express only the hope that your experiences may not alone keep you, but thousands of others from the vicious pitfalls of marijuana. Thus, I am ordering you to remain in this court during the next case, so that you will be obliged to witness what you yourself so narrowly escaped. Call the people versus Ralph Wiley. Bill. Bill. Oh, das ist der Boss, oder? Ich glaube ja. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Your Honor, in this case, the state waives trial of the defendant, Ralph Wiley. It is convinced that he is hopelessly and incurably insane, a condition caused by the drug marijuana to which he was addicted. It is recommended, Your Honor, that the defendant be placed in an institution for the criminally insane for the rest of his natural life. Defendant's counsel joins the state in this request. Since counsel for the defense, as well as counsel for the Boss, state, sondern seem der to andere agree den on this, umgebracht hat. I see no reason why the request should not be granted. Die sehen aber auch alle immer gleich aus mit ihren Anzügen. That happened right here, to your neighbors. It is not too much to say that in your hands lies the possibility of averting other tragedies like it. We must work untiringly so that our children are obliged to learn the truth, because it is only through knowledge that we can safely protect them. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Tell your children. Und die Moral von der Geschichte, das wäre alles nicht passiert, wenn wir lieber nur Alkohol getrunken hätten. Das wäre alles nie passiert, wenn der keine Waffe zu Hause gehabt hätte. Naja, gut, der Autounfall wäre trotzdem passieren. Nein, aber geiler Film, ja. Fantastischer Film. Heftig. Ja. Ja, früher war das so, dass der Abspann vorher lief, sozusagen. Ja. Jetzt ist es Ende. Ja, ich bin sehr froh, diesen Film gesehen zu haben. Ich sehe das jetzt auch alles mit kritisch. Noch lustiger als vorher eigentlich, wenn ich überlege, dass es so viele Bundesstaaten gibt, die es mittlerweile erlauben. Man sollte es schon ein bisschen kritisch sehen. Ne? Zum Beispiel Autofahren sollte man wirklich nicht. Das ist wirklich bescheuert, ja. Ich bin gespannt, wie es in 10 Jahren hierzulande aussieht, ob sich da irgendwas verändert. Es gibt ja derzeit extrem viele Bestrebungen. Angefangen mit, gib das Hand frei. Markus. Das ist so alt, oder? Du solltest wirklich nicht singen. Tu es nicht.
Aber vielleicht ist das Lied jetzt von Stefan Raab? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon so... Das ist bestimmt 10 Jahre alt, oder? Ja. So lange gibt's die Debatte allein bei uns schon. Ja. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, dieses neue Format, was wir jetzt austesten. Wir werden auch noch andere Filme gucken, natürlich. Da gibt's richtig tolle noch. Aber die werden nicht immer mit deutschen Untertiteln sein, wie jetzt gerade in diesem Fall. Es kann sein, dass auch einige nur englische dabei sind, aber Hand aufs Herz, es sind noch einige Horrorfilme dabei, die wir gucken werden. Und ich bezweifle einfach mal, dass man da dann auf Englisch alles verstehen muss. Selbst wenn man es nicht versteht, ist die Geschichte gut zu verstehen, ne? Die Filme sind ja auch nicht so lang. Und ansonsten erzählen wir auch unsere eigene Geschichte. Das haben wir heute auch schon gemacht. Und das war eine andere Person, als es dann eigentlich waren. Und ne, also ihr geht nicht verloren. Ja. Nee. Also, dann bis zum nächsten Mal und schaut auch weiter unsere Let's Plays, die nach und nach rauskommen. Guckt unbedingt nochmal unser Evil Within Special, was wir an Halloween ausgestrahlt hatten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.